Schön, dass ihr vorbeischaut. In Gedenken an meine liebevolle Oma wollte ich mit euch noch ein Rezept teilen, was super einfach ist, aber in einem ihrer ewig uralten Backbüchern stand. Das ist so ein ganz einfacher Hefe-Stuten-Milchzopf. Ich weiß nicht, unter welchem Namen ihr das kennt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich wollte das Rezept aber mit euch teilen, weil sie das handgeschrieben in ihr altes Buch geschrieben hat und das Rezept fantastisch ist. Also ja, das ist ein ganz einfacher Hefeteig. Ihr seht schon, in meiner Schüssel habe ich Mehl, ich habe etwas von meinem Zucker, ich habe meine frische Hefe reingebröselt und da kam jetzt ein Schluck von meiner warmen Milch drauf und rechts habe ich schon mal mein Salz auf Seite gestreut, das könnt ihr so ein bisschen sehen. Ich habe die Hefe dann in der warmen Milch so ein paar Minuten gehen lassen, bis sie so schaumig wird, wie ihr sehen könnt. Habe dann die restlichen Zutaten dazu geschmissen, bis auf die Rosinen und ein halbes Ei. Das heißt, dieser gelbe Schluck, den ihr da gerade gesehen habt, das war ein verquirltes Ei. Die Hälfte davon ungefähr, die andere Hälfte benutzen wir nachher zum Bestreichen, bevor das Ganze in den Ofen kommt. Also ungefähr so einen Schluck Ei reservieren. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen soll, aber ich denke, ihr versteht das, ja. Ihr packt das in eure Küchenmaschine. Auf kleinster Geschwindigkeit lasst ihr das dann laufen, bis der Teig soweit zusammenkommt. Dann schmeißt ihr noch eure Rosinen rein oder, falls ihr ja nicht so die Rosinen-Fans seid, was mir jetzt gerade beim Schneiden eingefallen ist, so Schokostücke, so Schokochunks. Oh mein Gott, ich glaube, das wäre auch fantastisch. Oder Cranberries reinschmeißen oder es eventuell ganz weglassen. Also ja, das sind so ein paar Optionen. Mein Teig ist dann super schön zusammengekommen, hat nicht geklebt. War nur so ganz leicht haftend an meinem Finger, aber hat nicht geklebt. Hab den dann in meiner Schüssel abgedeckt für ein gutes Stündchen stehen lassen an einem warmen Ort, bis er so richtig schön mindestens auf Doppelter aufgegangen ist, wie ihr hier sehen könnt. Und dann habe ich den aus meiner Küchenmaschine, aus meiner Schüssel genommen, einmal abgewogen. Das müsst ihr aber nicht machen, also wenn ihr da nicht so pingelig seid wie ich. Das ist so eine Marotte von mir. Ich habe meinen Teig abgewogen, weil ich genau gleich große Stücke auswiegen wollte und habe mir dann dementsprechend 4 gleich große Stücke ausgewogen. Wenn euch das zu viel Arbeit ist, dann teilt euren Teig einfach in 4 oder in 3 Teile und flechtet den ganz normal. Bei mir waren es jetzt 4. Ich habe dann die Stücke alle in so einen langen Strang gerollt und mir dann daraus einen 4-Strang-Zopf geflochten. Und was soll ich dazu sagen? Ich musste mich voll konzentrieren. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Das seht ihr jetzt gleich auch. Bevor ich damit angefangen habe, habe ich aber auch noch hier die Backform von meiner Oma, so eine ganz große Kastenform, ausgefettet und mit Mehl bestäubt. Die steht da am Rand und dann ging es los mit dem eigentlichen Flechten. Und ich erkläre euch da nichts zu, weil ich mich selbst da echt konzentrieren musste. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Wenn ihr das wirklich selber mit 4 machen möchtet und das noch nicht könnt, vielleicht sucht ihr euch da ein Tutorial raus. Oder ihr flechtet das einfach in einem ganz normalen Dreierzopf. Das wäre auch in Ordnung. Das seht ihr auch auf den Fotos nachher nochmal. Ich habe das Rezept halt mehrfach gemacht. Und hier zum Film habe ich das in 4 gemacht. Aber die Fotos sind mit einem normalen Dreierzopf. Habe den Zopf dann ganz normal geflochten und in meine Kastenform getan. Wenn ihr keine Kastenform habt, müsst ihr aber auch keine Form benutzen. Der hält auch super schön seine Form, wenn ihr den einfach so aufs Blech tut. Das seht ihr auch nachher nochmal am Ende in einem Bild. Ich habe dann meinen Ofen vorgeheizt und sobald mein Ofen dann vorgeheizt war, habe ich mein restliches halbes Ei genommen, habe damit meinen Zopf einmal so ein bisschen bepinselt und wer Bock hat, das hat meine Omi gemacht, kann da noch Hagelzucker draufschmeißen, dieser grobkörnige, dicke Hagelzucker. Als Dekor und zum Geschmack hatte ich nicht da, habe ich auch immer runtergepult, deswegen habe ich es weggelassen. Aber ja, das Ganze wandert dann in den Ofen. Das war jetzt der 4er, aber im nächsten Bild müsstet ihr auch den Dreierzopf noch sehen, der sah dann so aus. Ich habe den dann noch relativ heiß aus der Form rausgestürzt und so abkühlen lassen, beziehungsweise noch lauwarm mit ein bisschen Butter genossen. Fantastisch. Super, super lecker. Und das war es auch schon. Super einfach, aber so einfach wie es ist es noch schlimm leckerer als überhaupt. Also ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Danke, dass ich dieses einfache Rezept für meine Omi mit euch teilen durfte. Ich freue mich schon, euch im nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut!